Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Geek-Syndrom. Was ist der Zusammenhang zwischen dem Geek-Syndrom und dem Asperger-Syndrom, wurde ich gefragt. Das Geek-Syndrom ist keine medizinische Diagnose. Geek-Syndrom, das sagen IT-Spezialisten, die damit kennzeichnen, dass eine Person sehr technikaffin ist, also Technik, Computer, Medien sehr gerne mag, dass diese Person sehr detailfokussiert ist, also sehr genau auf Kleinigkeiten achten kann, dass diese Person manchmal einen stärkeren Bezug zu Technik hat als zu Menschen und dass sie sich lange Zeit mit den Medien, speziell mit Computern und IT beschäftigen kann. Das heißt also, Menschen mit einem ganz speziellen Interesse an Technik bezeichnen sich manchmal als Menschen mit Geek-Syndrom. Wenn Sie sich daran erinnern, dass Autismus eine Summationsdiagnose darstellt, bei der es um Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und im eingeschränkten Spektrum an Handlungen und Interessen besteht, dann bedeutet das, es ist möglich, dass Menschen, die von sich sagen, sie haben das Geek-Syndrom, zugleich auch im Autismus-Spektrum sind. Es wäre aber auch möglich, dass sie es nicht sind. Also nicht alle Menschen, die sagen, sie zählen zu denen mit dem Geek-Syndrom, sind zugleich im Autismus-Spektrum. Und es gibt auch Menschen im Autismus-Spektrum, die überhaupt nicht technikaffin sind und mit Computern und neuen Medien überhaupt nichts am Hut haben. Das heißt also, zwischen beiden Gruppen gibt es sicherlich eine Schnittmenge, eine Überschneidung. Aber wir dürfen nicht vergessen, Geek-Syndrom ist eine Selbstbezeichnung, eine sympathische Beschreibung von Menschen, die hier einen speziellen Zugang zu diesen Medien haben. Es ist keine medizinische Diagnose, aus der irgendein Hilfebedarf abgeleitet werden kann oder eventuell ein Therapieanspruch. Geek-Syndrom, also eine nette Umschreibung von Menschen, die sehr gerne und sehr intensiv sich mit IT auseinandersetzen. Natürlich gibt es Menschen im Autismus-Spektrum, die Technik, Computer, neue Medien lieben und andere überhaupt nicht. Denn sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.